Jetzt möchte ich mir noch ein Shirt nähen. Und zwar habe ich letztens im Fernsehen eine Frau mit diesem Shirt gesehen und habe einfach schnell ein Foto gemacht vom Bildschirm. Und ja, damit ich das nicht vergesse. Und so versuche ich das jetzt mal zu nähen. Und zwar geht das hier noch so rund runter und dann endet das hier in der Ecke und geht dann wieder hoch, also so asymmetrisch. Und da will ich mir jetzt einfach mal schnell einen Schnitt zeichnen und das einfach mal ausprobieren. Dafür habe ich jetzt einfach mal Zeitungspapier ausgelegt. Muss ich aneinander kleben, sonst hätte es nicht gereicht. Die Zeitung war nicht so groß. Und dann lege ich jetzt mal hier mein Shirt Easy auf. Auch das wird knapp. Allerdings nehme ich nicht den weiten Ausschnitt, sondern ich nehme hier den Zusatzausschnitt. Hier muss ich gleich noch was ankleben. Aber jetzt zeichne ich das einfach erstmal auf. Die Zeitung habe ich in Bruch gelegt und wenn ich das jetzt kopiert habe und dann ausschneide, dann habe ich halt ein ganzes Shirt als Schnittmuster. Die Papierschere natürlich, auf keinen Fall die Stoffschere nehmen und dann ausschneiden. Und das Stück da unten, das klebe ich jetzt oben da an den kurzen Arm, damit ich das Schnittmuster gleich komplett habe. Jetzt werde ich das erstmal ausschneiden. Das ist ja wirklich mein erster Versuch. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, das mache ich mal als Video. Und gleich habe ich halt auch einen kleinen Fehlversuch sozusagen oder beim Design des Schnittmusters mache ich einen ersten Versuch, der nicht so gelingt. Und das ist dieser hier. Das schneide ich auch erstmal aus, aber dann kommen ja schon irgendwie so, ja, ich sag mal Zweifel, das sieht irgendwie nicht so aus oder dass das nicht so werden könnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb gibt es jetzt einen zweiten Versuch. Ich habe mir gerade das Bild nochmal angeguckt und das geht ja nicht gerade rüber, sondern so diagonal runter. Ich muss das nochmal neu zuschneiden. Aber ich kopiere jetzt natürlich nicht nochmal das Schnittmuster neu, sondern wie ihr hier seht, ich klebe das einfach nochmal an und gehe jetzt so diagonal in der Verlängerung des Ausschnitts weiter nach unten und verlängere die Ecke so nach unten und dann ziehe ich diagonal die Linie bis zum Ärmel weiter. Das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus und damit bin ich jetzt auch zufrieden und das werden meine beiden Schnittteile dann sein für vorne. Ich bin gespannt. Als erstes nehme ich jetzt hier so einen Stoff, den ich eigentlich schon wegschmeißen wollte, weil der nach der Wäsche schon so krasse Streifen irgendwie hat. Irgendwie ist er total ausgefärbt. Aber vielleicht so als Oberteil kann er vielleicht ganz gut aussehen. Und wenn es nichts wird, dann ist es auch egal. Ich schneide es jetzt ohne Nahtzugabe zu, weil ich das nicht so super weit haben möchte. An den Seiten und an der Schulter schneide ich also direkt am Schnittmuster lang, aber natürlich oben an dem asymmetrischen Ausschnitt. Da muss ich natürlich Nahtzugabe hinzugeben. Erstmal, weil ich die beiden Teile zusammennähen möchte und dann muss ich ja auch noch den Ausschnitt von dem Shirt nähen. Und hier an der unteren Kante von dem Schnittteil und dort die Richtung nach oben, da nehme ich auch Nahtzugabe. Aber dann wieder oben an der Schulter ohne Nahtzugabe, also schnell die Dinge ab und an der Kante lang schneiden. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und dann habe ich die Teile für vorne schon mal zugeschnitten. Mein erster Gedanke war halt, die beiden Teile jetzt einfach aufeinander zu nähen, rechts auf rechts. Aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass es dann schwierig werden könnte, diesen Ausschnitt
zu vernähen und deshalb nähe ich dieses kurze Stück jetzt erstmal links auf links schon mal fest. So, ich habe das jetzt hier aufeinander genäht und jetzt nähe ich das rechts auf rechts. Also an dieser Stelle zum Hals hin habe ich jetzt den Ausschnitt schon genäht. Und jetzt nähe ich die beiden Teile rechts auf rechts. So sieht es jetzt aus. Ich werde nachher die Nahtzugabe nach unten steppen und dabei halt auch den Ausschnitt umnähen. Jetzt fehlt mir nur noch das Rückteil. Das schneide ich jetzt mal eben zu. Ein Rückteil zugeschnitten und jetzt kommen die beiden Teile rechts auf rechts. Und hier auf der Seite unbedingt daran denken, jetzt nicht bis zur Ecke zu legen, sondern den Zentimeter frei zu lassen, damit man danach noch den Halsausschnitt nähen kann. Die Seiten sind aufeinander geklammert und jetzt nähe ich das mal eben zusammen. Ich habe jetzt das erste Mal hier den Ausschnitt umgebügelt und festgesteckt und das nähe ich jetzt. Die Nahtzugabe habe ich ja nach unten gebügelt und jetzt steppe ich das hier, die Nahtzugabe fest und hier rum nähe ich den Halsausschnitt fest bis zu dieser Naht. Jetzt bügele ich das mal eben und stecke den restlichen, die Ärmelsäume und hier den Saum. Tada! Da ist es. Ich muss sagen, ich bin doch froh, dass ich den Stoff behalten habe. Ich bin richtig happy mit meinem Shirt. Ich ziehe es jetzt mal an. Ich bin wirklich richtig happy mit dem Shirt und ich finde gerade bei so einem einfarbigen Shirt, das kann man gut kombinieren zu bunteren Hosen, wie hier zu dieser gebartigten Jeans. Aber es ist halt nicht nur ein einfaches Shirt. Das werde ich bestimmt nochmal nähen. Jetzt interessiert mich natürlich total, ob du das Shirt vielleicht auch mal nähen wirst. Und schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare, ob du es in einfarbig oder gemustert nähen wirst. Und überhaupt, ob dir das Video gefallen hat, das interessiert mich brennend. Lass mir gerne einen Daumen hoch da und wie gesagt, schreib einen Kommentar. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht jetzt, um kein Video mehr zu verpassen. Hier siehst du noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort verkaufe ich Schnittmuster für Taschen und auch ein bisschen Kleidung. Klick doch gerne mal rein und ich sag mal bis dann.